Zum Zeitpunkt der Beziehungsaufnahme, also als man sich entschied, einen Botschafter ins frankistische Spanien zu schicken, das war im Frühjahr 1973, da saßen im Politbüro der SED 4 ehemalige Spanienkämpfer und in Ostberlin, also im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, das war besonders brisant, gab es gleich 2 stellvertretende Außenminister, das war Ernst Scholz und Georg Stiebi, die eben auch Spanien-Veteranen waren. Und die hatten durchaus, insbesondere Georg Stiebi, ideologische Bauchschmerzen. Bei Georg Stiebi ist es evident belegt, denn es gab einen Briefwechsel, gingen einige Briefe hin und her zwischen ihm und Hermann Axen. Das war, wenn man so möchte, der DDR-Außenpolitik-Architekt im Zentralkomitee. Ja, da ging es um Fragen, wie man den spanischen Bürgerkrieg benennt, ob man den jetzt eben auch nur als Bürgerkrieg bezeichnet, wo man diplomatische Beziehungen aufgenommen hat oder nach wie vor als national-freiheitlichen, revolutionären Freiheitskampf des spanischen Volkes. Genau. Zwischen den Zeilen musste man lesen, weil natürlich diese internen Auseinandersetzungen eindeutig der Parteidisziplin untergeordnet werden mussten. Das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend, wenn man sich eben mit DDR-Außenpolitik beschäftigt. Aber ich gehe sehr stark davon aus, und da argumentiere ich auch in meinem Buch, dass 1975, als die diplomatischen Beziehungen ganz kurz vor Francos Tod, das wusste man natürlich nicht, dass der sterben würde, aber als die da abgebrochen werden aus Protest gegen die letzten 5 Todesurteile, die Franco eben noch vollstrecken lässt, dass das auch ein Entgegenkommen war, dass man das macht aus einem schlechten Gewissen heraus und ein Entgegenkommen, ja, gegenüber den Kritikern in den eigenen Reihen. Nicht nur, aber auch. Ja, würde ich ganz klar sagen, 2,5. Das eine ist tatsächlich ein außenpolitisches Kalkül gewesen. Der DDR ging, dem spätfrankistischen Spanien ging es nicht anders als der DDR. Es war ein außenpolitischer Underdog und suchte nach Anerkennung. Die suchte es natürlich vor allem im Westen. Der Blick war immer gen Westen gerichtet. Man wollte in die europäische Gemeinschaft. Da stockten die Verhandlungen aber ab Ende der 60er Jahre. Und man erhoffte sich jetzt, dass man mit eigenständigen Beziehungen in den Ostblock ja wie eine Art Hebel einfach hat gegenüber Brüssel, Paris und da mehr Gewicht in die Waagschale werfen kann. Zweiter Grund waren die Wirtschaftsbeziehungen. Die hat man auch ganz stark in den Vordergrund gestellt. Die DDR galt als reichstes Land im Ostblock, als wirtschaftsstark, eine Industrienation. Und man setzte tatsächlich auch auf die deutsche Wertarbeit. Das war insofern tatsächlich dann auch ein opportuner Moment, denn die spanische Wirtschaft lag am Boden nach der gescheiterten Autarkiepolitik Francos und konnte Dinge wie Schwermaschinen, Werkzeuge, was man einfach für den grundlegenden Aufbau der Wirtschaft brauchte, liefern. Der halbe Grund, das sage ich mit einem Augenzwinkern, ist aber nicht außer Acht zu lassen, waren die Orangen, die man auch in Spanien tatsächlich suchte oder die Märkte dafür. Also Zitrusfrüchte, denn die kamen eigentlich aus Kuba. Oder also das Gros der Orangen in der DDR kam aus Kuba. Die waren aber nicht gut. Die waren zum Teil so schlecht, dass man sie nur auspressen konnte und nicht wirklich zum Verzehr geeignet. Ja, und dann gerade in der Vorweihnachtszeit importierte man etliches an Zitrusfrüchten auch aus Spanien, wobei die teurer waren. Ja, das ist eigentlich im Lauf meiner Dissertation fast zu meiner Lieblingszeit dann auch geworden. So spannend das ist, die Beziehungen des frankistischen Spanien zur DDR. Denn in den 80er Jahren sucht die junge spanische Demokratie dann natürlich auch nach ihrem Platz so in der Welt. So benennt das auch ein spanischer Außenminister. Und die DDR versucht natürlich, den spanischen Demokratisierungsprozess, die sogenannte Transición, auch in ihrem Sinne zu beeinflussen. Natürlich hat man wesentlich weniger Manpower, wesentlich weniger Geld und Einfluss als die Bundesrepublik, die das ja auch in ganz starkem Maße tat. Man hofft lange Zeit und arbeitet da auch dafür hin, dass die Spanier gar nicht erst in die NATO kommen. 1982 tun sie das dann. Und dann unterstützt man aber ganz massiv den Anti-NATO-Diskurs und der ist sehr stark in Spanien. Genau. Und es gibt etliche Fürsprecher
innerhalb der spanischen sozialistischen Regierungen dann unter Felipe González, die sich doch tatsächlich für eine Intensivierung einsetzen. Und bis 1986 sieht es auch so aus, dass die Beziehungen zu den Sozialisten in Spanien wie so eine Art Modellbeziehung eigentlich zu westeuropäischen Staaten werden können. Das ändert sich dann aus zum Teil auch stark innerspanischen Gründen. Dafür halte ich meine Dissertation einfach mal in die Kamera. Genau, da ist ein Foto zu sehen. Ein Mann in einer Stierkampfarena mit, man muss fairerweise sagen, einem sehr jungen Stier, also noch recht klein. Das ist Gerhard Kort. Gerhard Kort war der zweite Botschafter der DDR in Spanien. Von 1977 bis 1978 war er dort. Und das war ein Zufallsfund im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in seinem privaten Nachlass. Ein Stück weit spiegelt es aber ganz gut, mit etwas Interpretation meinerseits, die Dichotomie, in der ich auch versuche, diese Beziehungen zu verorten in meinem Buch, die Dichotomie zwischen Ideologie und Pragmatik. Denn der Stierkampf ist heute in Spanien sehr stark umstritten. Den einen steht er eben sehr für Traditionsbestand, ne? Also für überkommene Tradition, an der man irgendwie anachronistisch immer noch festhält. Und diese Traditionsbestände hat eben auch Franco-Spanien mit dem Antikommunismus und die DDR mit dem Antifaschismus sehr stark auch mitgebracht, einfach von Anfang an in diese Beziehungen. Und auf der anderen Seite steht er eben auch für eine Disziplin, wo der Matador, der Torero, sehr viel Bewegung, Anpassungsfähigkeit, auch Reaktionsvermögen braucht. Und das brauchte die DDR zu jedem Zeitpunkt dieser Beziehungen. Erst natürlich gegenüber den Frankisten, wie konnte man das ideologisch rechtfertigen, diesen Tabubruch. Und dann natürlich auch gegenüber einem Spanien, das nach dem Tod Francos noch gar nicht so richtig weiß, wo es denn eigentlich hin möchte. Da würde ich sagen, ein Stück weit typisch, wie ganz viele andere diplomatische Präsenzen dann auch endeten, nämlich relativ chaotisch und planlos. Also die ostdeutschen Diplomaten in Madrid warteten regelrecht auf Anweisungen aus dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und bekamen nur sehr wenige. Das betraf dann auch ganz praktische Dinge. Wie wickelt man so eine Botschaft ab? Also wohin mit den Bibliotheksbeständen? Was macht man eigentlich mit dem Haus, der Residenz? Wird die verkauft? Und da hat sich der letzte DDR-Botschafter dann sehr stark, letztlich hat er kooperiert mit der bundesdeutschen Botschaft, die da manches übernommen haben. Auch manche Projekte, gerade Kulturprojekte, hatte man wirklich viele in Madrid, in der spanischen Hauptstadt, aber auch in einigen Provinzen. Die haben die bundesdeutschen Diplomaten dann auch wirklich versucht, rüber zu retten, wenn man so möchte. Und vielleicht noch ein Hinweis auch auf das Pendant in Ostberlin, also der spanische letzte Botschafter in Ostberlin, dem ging es eigentlich nicht ähnlich. Der sagte, gerade nach dem Mauerfall, da hatten die Spanier gerade auch die Ratspräsidentschaft in der EU inne und waren dann natürlich mit ganz großer Politik beschäftigt. Und er hat einfach keine Anweisung bekommen, was er jetzt eigentlich zu tun hat. Und er hat sich dann auch mit dem Konsulat in West-Berlin zusammengetan und hat da letztlich dann Möbel und Aktenordner erstmal verstaut und ist dann zurück nach Madrid gefahren.